Hallo, hier ist Na. Heute wird geräuchert. Wir machen geräucherte Maisplatte. Diesen leckeren Geschmack habe ich wieder aus meiner Kindheit geholt. 8 Nelken, 10 Gramm Zitronenpfeffer, 5 Gramm Fenchel, 3 Sterne Anis, 3 Chilischoten, eine Zimtstange, 5 Lorbeerblätter, zusammen in lauwarmem Wasser halb Stunden ziehen lassen. Ingwer in Scheiben schneiden. Zwiebel auch. 30 Gramm Zucker und 80 Gramm Salz zur Verfügung stellen. Eine frische Maisplatte darf natürlich nicht fehlen. Die innere Seite gründlich rausnehmen. Das Endstück vom Hintern und überschüssiges Fett abschneiden. Fettrest entfernen. Das Wasser von der Gewürzmischung abgießen. Ein Schuss Öl in den heißen Topf. Zwiebel und Ingwer einschwitzen. Die Gewürzmischung dazugeben und rösten. Zwei Liter Wasser hineingeben. Zum Kochen bringen. Salz und Zucker auch dazugeben. Gut vermengen, aufkochen lassen. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. In eine Schüssel umfüllen. Maisplatte ins Gewürzwasser geben. Einen Teller drauf platzieren, damit die Maisplatte komplett unter Gewürzwasser bleibt. Im Kühlschrank 48 Stunden ziehen lassen. Jetzt kochen wir die Maisplatte. 5 Gramm Zitronenpfeffer, 2 Sterne Anis, 3 Lorbeerblätter tun wir in einen Teebeutel. Lauchzwiebel grob schneiden. Ingwer in Scheiben schneiden. Ein Schuss Öl in den heißen Topf. Ingwer anbraten. Wasser übergießen. Zwei Esslöffel helle Sojasauce. 1 Esslöffel dunkle Sojasauce. Ein Schuss Reiswein. Gewürzbeutel und Lauchzwiebel dazugeben. 2 Teelöffel Salz auch dazu. Aufkochen lassen. Maisplatte in den Topf geben. Wieder aufkochen lassen. Bei kleiner Hitze ohne Deckel 40 Minuten köcheln. Die gekochte Maisplatte abtropfen lassen. Das Fett aus der Kochflüssigkeit abschöpfen. Die Platte mit diesem Fett überziehen. Für das chinesische kalte Räuchern benötigen wir 50 Gramm Zucker und einen alten Topf. Topfboden mit Alufolie auslegen. Zucker gleichmäßig drauf verteilen. Achtung! Erstens, unbedingt auf große Hitze schalten. Zweitens, wenn leichter Rauch schwebt, abwarten, aber mit voller Konzentration beobachten. Nach kurzer Zeit, sobald stark Rauch entsteht, sofort den Topf vom Kochfeld runternehmen.
Drittens, weitere 10 Sekunden warten. Nochmal mit dem Fett bestreichen. Wenn der Räuchervorgang zu lange dauert, kann das Fleisch bitter schmecken. Im Kühlschrank zu kühlen kann den bitteren Geschmack mildern und schmeckt besonders lecker.